Guten Morgen! Ja, guten Morgen. Fast hätten wir uns geirrt. Und herzlich willkommen zurück. Fast hätten wir uns geehrt. Bei dem besten Kanal hier auf YouTube, wenn es um Musik geht und um die bestvermasselsten Intros und Einleitungen. Wir machen das ja so selten, dass das schon mal passieren kann. Vor allen Dingen mein Spezial- und nicht mehr Gast, Dana Rolle, denn sie ist schon Stammbürgerin dieses Stuhls und Sessels. Und, Ehrenbürger. Ehrengästin. Ehrengästin. Ehrenspezialin. Weil Gästin bist du ja nicht mehr. So, ich hoffe, und wir wahrscheinlich, dass es euch gut geht. Das hoffst du auch, oder? Ja. Ja, wir hatten ja ausnahmsweise mal. einige lustige, anstrengende, coole Partytage. Party wäre schön gewesen. Ja, da war eine Party. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht folgt ihr uns auf Instagram, um das nicht zu verpassen, weil wir haben so viel festgehalten. Und Dana, so schöne Pics gepostet. Dana so schöne Pics tatsächlich gemacht, beziehungsweise ich von Dana. Und da sind einige sehr, sehr schöne Fashion-Outfits dabei, von denen Dana bestimmt auch gerne mal sonst nur erzählt und redet. Und auch unser Make-up, dann könnt ihr Dana, folgt uns einfach auf Instagram, ihr wisst ja Bescheid. So, und da gab es neue Releases heute. Achtung, das Bild ist jetzt wieder in der Mitte. Machen wir das jetzt immer so? Vielleicht. Das Bild ist jetzt in der Mitte. Boom. Okay, ja, genau. Also Card hat eine neue Nummer rausgebracht. Wir haben ja von Card schon den Song gemacht. Bomb, ja. Bomb. Das war ein heftiger Song. Das war richtig geil. Richtig heftiger Song. Richtig geil. Und jetzt gibt es eine neue Nummer. Wir haben sie beide tatsächlich geschafft, noch nicht zu hören, aber machen das jetzt. Ja, und mir hat schon jemand geschrieben, oder das habe ich, glaube ich, in den Kommentaren gelesen, dass wir Bomb ja so gefeiert haben und Dump Litty soll noch krasser sein. Oh, das ist eine Ansage. Ich bin mir unsicher, aber okay. Bomb. Okay, das war eine andere Nummer, aber Bomb. We go down. We go down. Get up out of my business. You don't keep me from turning them. 모두 다 여긴 witness. 넌 바른 척하는 criminal. 찔리는 거 you feel it. 넌 네가 뭔데 왜 솔직하지 못해. 넌 나를 꼴대지 못해. Bad boy 그래 난 bad boy 생각해 네가 고픈 대로. Bad boy 그래 난 bad boy 모르면 믿고 싶은 대로. Nothing about me 나를 you know nothing about me 나를 왜 욕을 하니 you 나 있는 거야 나 아닌 너 안에. Ich weiß genau, was du sagen willst. Also sie und Outfit und Make-up und extrem schön. Ja, aber vor allem die Vinylhosen von denen. Ah, okay. Weil, falls jemand weiß, wo es gerade aktuell geile Hosen gibt, so Vinylhosen, dann bitte Bescheid sagen, weil ich suche, glaube ich, keine Ahnung, seit 2 Jahren nach einer. Danke. Okay. Und, okay, zur Musik. Ist die ganze Zeit eine Stimme, oder? Drin. Oder? Ja, nein. Ja und nein. Es ist keine echte Stimme. Ich gehe davon aus, dass es... Nicht? Nee. Sowas gibt es schon als VST-Plugin, Synthesizer und so weiter. Also aus dem Computer gibt es so Sounds, die dann eben so wie Stimmen klingen, aber man kann die dann eben, wie auf einem Sampler, man kann sowas natürlich auch aufnehmen und dann auf einen Sampler dann spielen, also ein Sampler, dass man da dann dieses Aufgenommene drauf macht und dann auf der Klaviatur quasi jede einzelne Tonlage. Sowas, ne? Aber sehr interessant einfach, dass sie sowas gemacht haben und dass sie auch sehr prägnant in den Beat ja eingebaut ist. Aber ich habe hier vorne noch irgendwas gehört, was auch schon so, wo ich dachte, was ist das? Aber hören wir mal weiter. Das ist so lustig, wie oft dieser Tape-Stop oder Vinyl-Stop-Effekt einfach benutzt wird. Und nicht nur um K-Pop, das ist einfach in der kompletten Musikbranche. Wieso? Ich habe gerade eben eine deutsche Hip-Hop-Nummer angehört, Rin mit Fabergé. Ich wusste nicht, was Fabergé ist, aber jetzt weiß ich es. Diese Fabergé-Eier. Ja, ich wusste aber nicht, wie sie heißen. Ach so. Ah, okay. Ja, aber erst als ich es gesehen habe. Auf jeden Fall, da haben die, das fand ich mal ganz was Neues, nicht den Vinyl-Stop, diesen, sondern ein Rewind gemacht.
Oh. Wenn du die Schallplatte rückwärts drehst, das macht man ja so als DJ und so ein Hip-Hop-Scratch und so mit, dass am Ende haben die dann statt einem Vinyl-Stop haben die einfach so ein Rewind gemacht. So, weiter. Party, we don't worry about the drama, nobody, everybody, 우린 아침까지 wild enough. 신경 쓸 건 따로 아무나 오늘 다 집어쳐. 눈치 보지 말고 볼륨 up, up, up. We go top, 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 top. 누가 뭐래도 내리 top. 리듬, 리듬, bang the drum. 갈 때까지 baby stop it. Top, 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 top. 누가 원래도 리듬, 리듬, bang the drum. 갈 때까지 baby we go. Krass. JJ. Das ist halt schon wieder so ein Abriss-Ding, ne? Richtig Abriss. 머리판이도 몰리는 입술 시시콜콜 무료함을 완충해 내키며 곧장 컴리리 이 노래가 하는 come get it dripping 여기 주도권을 grip 땡거리게 몸으로 let's go party 돌변 남은 때때 따라 아무리 못해 까무러치게 더불어 즐겨 사는 거지 my way follow the body Party and we party, we don't worry about the drama, nobody, everybody, 우린 아침까지 wild enough. 신경 쓸 건 따로 아무나 오늘 다 집어쳐. Ist da auch wie so ein Was? irgendwo drin? Du kannst mich doch nicht sowas fragen, wenn da gerade Frauen sich präsentieren. Das ist immer mein Test. Ja, ja. Wo? Nee, ja, hier irgendwo. 신경 쓸 건 따로 아무나 오늘 다 집어쳐. Ja. Ist es so ein Ja. oder ist es Flöten? Nee. Ist es eine Flöte? Ist es Flöten? Ist es Flöten? Flöten. Ja, nee, tatsächlich. Das ist so ein. Aber so sehr weit im Hintergrund tatsächlich. Krass. Das ist ja eigentlich etwas. Mal, was ich höre mit diesen tollen Kopfhörern. Jetzt habe ich den perfekten Frame erwischt. Das ist ja etwas, was eigentlich so aus dem. Was, der Frame? Nee, die Kopfhörer. Achso. Ja, der Frame. Nee, diese Gesänge, das ist ja so ja, so auch, ja, musikalisch, aber das sind ja auch so aus woher kommt das denn? So Folklore, Gesänge auch aus so dem orientalischen Raum kenne ich es. Aber ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt tatsächlich auch Völker, die das machen. Indianer. Ah ja, Indianer auch, aber im Orient gibt es auch. Ja. Ja. Ich glaube, war das nicht, oder die hatten auch bei dem anderen Song, den wir von denen gehört haben, waren auch so orientalische Einflüsse mit drin. Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon, ja. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Leute, nur mal ganz kurz, weil ich es gerade eben sehe, die Uhr hat sich bewegt. Wir sind bei 67,6 Abonnenten. Das ist unfassbar. Wir sind so kurz vor den 70.000. Ihr müsst jetzt definitiv den Abonnier-Button drücken. Smash it. Nur einmal eigentlich, weil wenn ihr den öfter drückt, dann also subscribe Einmal now. oder dreimal oder Subscribe fünfmal. now. Okay, danke. 까지 wild enough. 신경 쓸 건 따로 아무나 오늘 다 집어쳐. 터지게 더 올려 볼륨 up, up, up. We go top, 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 top. 누가 뭐래도 리듬, 리듬, bang the drum. 갈 때까지 baby stop it. Was auch krass ist hier im Video, dass sie wirklich. Jetzt habe ich schon wieder den perfekten Frame erwischt. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Die Videos sind voll eine wahrscheinlich. Gabe. Deswegen, es Es muss ist eine das ist ein Gabe. Talent. Wenigstens ein Talent hat der junge Mann hier. Was ich noch nicht gesehen hatte bisher in Musikvideos, dass die diese Cinema-Balken oder wie man die nennt, dass die hier so rein und raus flackern. Oh, da hab ich ganz gedacht. Oh, stimmt. Cool. Und Achtung, wieder mal einen perfekten Frame erwischt. Oh, die Schuhe. Das auf die Vêtements, auf die Kick. Auf die Kick. Du. Oh, die Kamera ist aus. Das ist natürlich. Es geht so. Aber hast du gesehen, genau auf die Kick? 갈 때까지 baby stop it. 누가 뭐래도 리듬, bang the drum. 갈 때까지 baby we go. 심장을 채워. 이젠 포함나의 설레나 wake up. 오늘 밤 지는 해가 뜰 때까지 계속. Gut, wenn ich einen Crush haben darf in dieser Gruppe, dann ist ja klar, für wen, oder? Wer? Sie? Ja. Aber sie ist eine andere als im Roten, ne? Ja, ich weiß. Okay. Also, ja gut, das kann ich schon unterscheiden.
Ja, würde ich auch sagen. Gute Wahl. Ja, jetzt nur weil sie mehr Bäckchen gezeigt hat, heißt nicht, dass es direkt mein Herz erobert. Ja, ich frage ja nur. Ich wollte nur sicher gehen. Und Facial Beauty. 때까지 계속 go down 내일 일은 내일로 끝이 난데 처질 Das ist, oder? Sie ist doch echt. Ach, die andere ist auch hübsch. Ja, schon, aber für mich. Also mein Crush sind die Hosen. Das ist geil. Richtiger Dance-Part. We go top, 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 top. 누가 물에 돌리니 top. 리듬 리리 뱅더 트럼. 갈 때까지 baby Dieser Druckbass. Stop, stop, stop 누가 말려도 리리다 리듬 리리 뱅더 트럼 갈 때까지 baby we go Alarm! 리듬 리리 뱅더 트럼 갈 때까지 baby we go War das so ein Horn oder kann- so eine Flöte? Das könnte so ein tatsächlich mal ein Horn so gewesen Krass, sein. oder? Aber so ein baby we go ja, Krass. vielleicht tatsächlich ein Horn, ja, oder zumindest irgendwas, was geblasen wurde. Okay. Ja, Wahnsinn. Ja, Ja, ist ja gut. Ist ja so. ist ja Also, Ja. ich habe das schon auch so verstanden. gut, Gott sei Dank. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ja, was sagst du? Mir hat es sehr gut gefallen. Es war auf jeden Fall ultra Abriss wieder. Aber mir persönlich gefällt Bomb Bomb doch noch mal besser. Ich weiß nicht wieso, aber es ist irgendwie in meinem Herzen mehr. Und genau das gleiche wollte ich auch sagen. Ich finde Bomb Bomb auch besser. Aber ich versuche gerade zu überlegen, Weil warum, aber das- ich habe es jetzt nicht mehr so sehr im Kopf. Aber Ich glaube, es ist wirklich so ein persönliches Ding, weil wie ich es jetzt in Erinnerung habe, zum Beispiel bei Bomb Bomb, es Du hast war doch die so, Tage erst es noch mal war so, angespielt, ja, ja. es war so cool am Anfang und du denkst dir so, oh geil. Und dann aber, wenn die Hook losgeht, ist so ultra Abriss, weil du gar nicht mehr damit rechnest, weil es ist schon so cool. Und dann legen die aber noch eins drauf und es ist so, wow, shit. es ist hier, Und das ist von Anfang an irgendwie schon so es ist hier halt hyped. ja, es ist durchgehend hyped, ja, also es ist durchgehend, läuft da die ganze Zeit. Ist eigentlich, ja, nicht alle Instrumente, die wir auch in der Hook haben, aber es ist die ganze Zeit Sehr auch voll. sehr, sehr voll, sehr, sehr viel Vollpower und so weiter. Das ist schon, man hat dann nicht dieses Erlebnis, dass es in der Hook, so wie du es gerade eben beschrieben hast, dass es dann wirklich nochmal eine Schippe draufkommt und richtig schön aufgeht. Und das ist, glaube ich, so das, warum das so ein bisschen anstrengend wirkt. Wir können noch mal ganz, ganz kurz wenigstens, auch wegen Copyright und so weiter, ist nicht, dass wir uns jetzt in die Grätsche reinspielen, hier kurz noch mal reinskippen. Ja. Ja, okay, ich weiß. Das ist, Da hatten die auch die. nicht genau die, aber Nicht die hatten hier, auch. aber da irgendwo. Ja, Ich glaube schon. das sind. Ja, come on. Ja, come on. Oh, Und dann kam dieser harmonische Ja, Part und dann war nämlich aber- dieses Boom. aber der Sound ist auch besser, muss ich sagen. Das war so, Ja, weil es typisch Pre-Chorus harmonisch ja, wird. und dann kam er mit seiner ultratieven Stimme, die so richtig reinhaut mit dem Bass und es war so, wow. 내 범범 Ja. Ja, nee. Leute, sorry. Oh Cut. mein Gott. ist Bomb Bomb immer noch, also ich muss auch, ich hab's liebe es. auch genauso in Erinnerung gehabt. Geil. Das ist vom Aufbau, also vom Arrangement des ganzen Songs, ich muss mich umgewöhnen, das Mikrofon steht hier unten, weil ich das Stativ irgendwo verlegt habe. Vom Arrangement des ganzen Songs ist Bomb Bomb einfach viel
attraktiver, sag ich mal, gestaltet. Es holt einen doch mehr ab. Es hat im Verse, ist weniger los, instrumentaltechnisch, so dass die Stimmen gut sitzen können. Rhythmisch finde ich, so einen gewissen Bounce hat das einfach dann auch eher drin. Dann eben dieses typische Pre-Chorus, Pre-Hook-Ding, dass es sich harmonisch nochmal schön auflöst. Man wird abgeholt harmonisch, dann kommt dieser typische Drop, dass man runterkommt und dann kommt etwas, womit man überhaupt gar nicht rechnet. Diese super tiefe Stimme und dann knallt das so krass rein und nicht, dieses Reinknallen ist nicht nur einfach Sound, Instrument, sondern ist wirklich auch dieses Rhythmische noch dazu. Dieses stimmt. Ne? Und man ist richtig am Bouncen. Das ist was man dann so als geil empfindet, finde ich. Das ist halt Musik. Wenn da Bounce drin ist, das liegt vor allen Dingen auch an der Produktion natürlich. Ob man vielleicht zu viele Instrumente benutzt hat oder nicht. Und ich finde bei dem anderen Song, jetzt habe ich den Titel sogar schon vergessen, Dumb Litty, ist das so ein bisschen, wirkt das halt schon ein bisschen überladen. Ne? Und dadurch, ich finde, es gibt auch nichts Spezielles, was man von den Instrumenten her dann so raushört bei der anderen Produktion, bei Dumb Litty. Es klingt alles immer sehr, sehr viel. Und ich glaube, dadurch greift der Kompressor und einige andere Sachen dann im Mastering einfach zu sehr, sodass alles sehr verklebt ist miteinander und so schon fast ein bisschen wie eine Brühe dann daherkommt, soundtechnisch. Ja, ich muss auch sagen, für mich, also dadurch, dass es einfach durchgehend so viel ist, bleibt bei mir jetzt kein bestimmter Part oder kein spezielles Instrument im Kopf hängen, wie es bei Bomb Bomb war, weil da hatte ich direkt einen Ohrwurm von. Ja. Aber auch wegen dem Bounce. Hängen geblieben. Wie es geschrieben ist aber auch, also wie der Text geschrieben ist und wegen dem Bounce. Das ist auch geil, aber irgendwie Bomb Bomb ist nochmal... Das ist zu viel hier. Das ist schon fast chaotisch ein bisschen. Ja, und das ist ja der Pre-Chorus. Das ist ja der Pre-Chorus jetzt hier gerade, meine ich. Und da ist jetzt auch nicht dieses harmonische Abholen und kurz mal runterkommen oder irgendwie. Sondern guck mal, was da alles los ist. Ding, 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 ding. Also, warte mal. Erstmal haben wir komplett die ganzen Drums, Percussion. Dann haben wir diese Vocals. Dann haben wir die Flöte auf dem linken Ohr, die richtig hoch zwischendrin ein paar Töne immer reinspielt. Dann haben wir sowas wie eine Sitar mäßig, die dann auch die ganze Zeit noch spielt. Da haben wir noch so ein ja, und dann ihre Stimme. Ja, es ist schon einiges so. Es wirkt einfach too much irgendwie. Und dann kommt die Kick hier einfach nicht. Also der Drop-In sozusagen, also da, wo es dann losgeht, der kommt dann nicht mehr so stark, weil vorher war es ja schon viel zu. Ja, es wirkt nicht so krass, weil es vorher auch schon so voll ist. Und vorher auch nicht harmonisch ist. Also dieses typische harmonische, dass es halt dieses super harmonische, dass es einen einfach abholt und schön wird, vom Gefühl her. Und danach so dann, genau, das fehlt. Ja, und weil hier, es klingt, es so, läuft so ein bisschen gegeneinander, es ist so ein bisschen disharmonisch und dann ist die ganze Zeit aber hier und hier in der Hook dann aber eben auch. So, da habe ich mir jetzt ganz schön reingesteigert. Aber ja, es ist so mein Eindruck, sage ich mal, so kurz gefasst. Es ist ja auch immer alles subjektiv, ne, ist jetzt meine Meinung, aber ich finde Bomb Bomb ist schon... Auch dann nur so einzelne Brass-Section-Hits und so. Sehr akzentuiert. Du musst dir überlegen, hier läuft eigentlich nur diese super geile Kick mit so einem Subbass, der aber nicht durchläuft wie ein Teppich, sondern immer nur eine bestimmte Länge. Und dann haben wir nur diese Melodie. Und die immer mit diesem Ducking-Effekt. Und weil das aber so perfekt aufeinander abgestimmt ist und passt, bounce das einfach schon und zwischendrin einfach Vocals drin. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Aber das ist so on point, dass es halt einfach abgeht. Noch so ein das war's. So gut. Das sind so 3, 4 Elemente fertig. So gut. Das ist mega gut. So, also
Jetzt habt ihr es von uns gehört. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie ihr die Songs findet und ja. Welcher euch im Vergleich vielleicht besser gefallen hat. Vielleicht, ja. Es ist ja wirklich, es ist ja auch nicht, dass einer schlecht ist und einer gut. Ja, das ist Die auch sind ja Geschmackssache. beide krass, eben, ja. Also ich Welcher finde für euch Dumb persönlich besser Litty war? finde ich jetzt auch nicht schlecht, der ist schon cool, aber ich finde den halt soundtechnisch wird der dann einfach so ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, es liegt echt eher an, könnte auch eine Mixing-Geschichte sein, aber ich glaube, weil in der Produktion so viele Sounds schon benutzt worden sind, dass es einfach daran liegt. Ja. Aber geil. Ja, cool. Ich finde Bonbon stark. Also richtig, Bonbon war Abriss einfach. Ja, war übertrieben. Jetzt muss ich mal Luft holen, das war anstrengend. So, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, dann lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Das bin ich, Rahim, und schaut auch gerne bei Dana vorbei, denn sie hat auch einen YouTube-Kanal. Machst du jetzt ASMR? Ja. Okay, ich freue mich schon. Tschüss.